Heute geht's mit Hochwasser von Deggendorf zurück nach Linz. Bei heiterem Himmel starten wir nach einem sonnigen Wochenende bei Bootsfreunden im Donau-Yacht-Club Deggendorf. Die erste Strecke führt über Vilshofen zur ersten Schleuse Kachlet, knapp vor Passau. Dann geht's direkt weiter zur Schleuse Jochenstein, wo auch der Grenzübertritt von Deutschland nach Österreich erfolgt. Der weitere Weg führt über die Schleusen Aschach und Ottensheim nach Linz, in den Winterhafen. Vor der Abfahrt wurde auch köstliches Frühstück für das Boot an der Straßentankstelle gezapft. Und der heutige Morgen zeigt sich wieder von seiner schönen Seite, mit blauem Himmel. Im Gegensatz zum Regen der Vorwoche. Los geht's! Die sprichwörtliche schöne blaue Donau zeigt sich bei Hochwasser erdig und trüb mit viel Treibholz. Wir begegnen der Fidelis, die einen Stahlbehälter transportiert. 2 Tage zuvor konnten wir im Sportboothafen des Motor Yacht Club Passau die beeindruckende Schwerlastverladung des massiven Behälters beobachten. Durch das Hochwasser und die enge Fahrrinne sind Schiffsbegegnungen eine Herausforderung. Die Revisio vor uns wird nun steuerbordseitig überholt. Der Revisio werden wir noch häufiger auf unserer heutigen Fahrt begegnen. Weiter geht's Richtung Hofkirchen und vorbei am stillgelegten Ölkraftwerk Pleinting. Die nächste größere Stadt ist Vilshofen. Bei einem Pegel wenige Zentimeter unterhalb des höchsten Schifffahrtswasserstands sind nur mehr die Berufsschifffahrt, Wasserpolizei und wir Heimreisende unterwegs. Beim Motor Yacht Club Passau machen wir einen kurzen Halt, bis wir die Einfahrtserlaubnis in die Schleuse Kachlet erhalten. Wir dürfen nach der Revisio in die Schleuse einfahren. Das bedeutet 2,5 Stunden Wartezeit. Die Revisio. Die Schleusen wurden 1925 bis 1927 erbaut und haben eine Fallhöhe von 9,8 Meter. Nach der Schleusenausfahrt überholen wir die Revisio erneut. Und weiter geht's durch die Altstadt von Passau. Der Inn mündet weiter vorne von rechts in die Donau. Weiter geht's zur Schleuse Jochenstein. Nach nur 35 Minuten Wartezeit dürften wir in die Schleuse einfahren. Und wieder ein altbekanntes Schiff auf unserer Reise, die Revisio. Die 2 Schleusen in Jochenstein wurden 1954 bis 55 gebaut. Die Fallhöhe beträgt 10,4 Meter. In der Flussmitte sieht man sehr schön die 9 Meter hohe Felsinsel Jochenstein, die aus der Donau ragt. Von hier aus geht's weiter über die Schlögener Schlinge, zur Schleuse Aschach und dann zur Schleuse Ottensheim. Im Altarm Ottensheim machte ich in der Abendsonne eine längere Ankerpause. Um 7:30 passierte hier, ein letztes Mal auf dieser Reise, die Revisio. Im Linzer Winterhafen endete schließlich ein schöner 12 Stunden Bootsreisetag. Bis zum nächsten Mal.